Herzlich willkommen zum Tutorial Fehleranalyse mit dem Inspektionsmodus. Ich werde Sie heute Schritt für Schritt durch das Tutorial leiten und Ihnen nützliche Informationen zum Umgang mit dem Inspektionsmodus liefern. Der Inspektionsmodus hilft Ihnen dabei, gültige Konfigurationen zu prüfen oder logische Fehler zu finden. Diese logischen Fehler werden nicht ohne weiteres in M-Model angezeigt und verhindern auch nicht das Hochladen des Arbeitsbereichs. Fehler, die das Hochladen des Arbeitsbereichs verhindern, werden in der Ansicht Fehler angezeigt und können schnell gefunden werden. Logische Fehler hingegen sorgen für Widersprüche während der Konfiguration und können mit Hilfe des Inspektionsmodus gefunden werden. Sie haben folgende Regeln modelliert. Ausprägung A kann nur mit Ausprägung B kombiniert werden. In einem späteren Verlauf Ihrer Modellierung modellieren Sie eine Regel mit entgegengesetzter Wirkung, die lautet: Ausprägung B verbietet die Auswahl der Ausprägung A. Nun kommt der Inspektionsmodus ins Spiel. Wenn Sie Ihren Arbeitsbereich mit Hilfe des Inspektionsmodus hochladen, analysiert er Ihre Modellierung und untersucht die Regelwelt auf logische Fehler. Wenn Sie nun während der Modellierung in M-Model wechseln und Ihre aktuelle Konfiguration inspizieren, gibt Ihnen der Inspektionsmodus Auskunft über fehlerhafte Regeln. Sie können ebenfalls eine gültige Konfiguration inspizieren und somit prüfen, welches Merkmalselement in welcher Regel greift. Der Inspektionsmodus markiert dann alle Regeln und Elemente, die für die gültige Konfiguration gesorgt haben. Hier sehen Sie meinen Arbeitsbereich. Ich habe bereits ein beispielhaftes Produkt erstellt und seine Merkmalsstruktur angelegt. Der Arbeitsbereich liegt aktuell ohne Fehler vor. Wir erzeugen einen Fehler. Wir ziehen die Ausprägung x0 aus der Merkmalsstruktur in den Arbeitsbereich. Anschließend ziehen wir den Operator impliziert aus der Operatorenpalette auf die rechte Kante der Ausprägung. Nun klicken wir auf die Schaltfläche Speichern und versuchen, unseren Arbeitsbereich hochzuladen. Wenn die Sicht Fehler noch nicht geöffnet wurde, öffnet M-Model automatisch die Sicht mit dem gescheiterten Hochladeversuch. M-Model warnt uns, dass ein Fehler in der Regelwelt gefunden wurde, der das Hochladen des Arbeitsbereichs verhindert. In der Sicht Fehler können wir die fehlerhafte Regel identifizieren. Anschließend löschen wir die unvollständige Regel. Jetzt erzeugen wir einen logischen Fehler, der das Hochladen des Arbeitsbereichs nicht verhindert. Wir ziehen die Ausprägung xz5 in den Arbeitsbereich. Anschließend ziehen wir den Operator impliziert auf die rechte Kante der Ausprägung und verbinden ihn mit der Ausprägung y0. Nun ziehen wir erneut die Ausprägung xz5 in den Arbeitsbereich und verbinden sie mit dem Operator nicht mit. Anschließend ziehen wir die Ausprägung 19 Zoll auf den Operator. Jetzt ziehen wir die Ausprägung y0 in den Arbeitsbereich. Anschließend ziehen wir den Operator nur mit auf die rechte Kante der Ausprägung. Nun verbinden wir den Operator mit der Ausprägung 19 Zoll. Diese Regelkombination führt zu einem logischen Fehler, da mit Auswahl des Motors xz5 die y0-Reifen impliziert werden. Die y0-Reifen sind nur in der 19 Zoll Variante verfügbar. Die Auswahl des Motors xz5 verbietet jedoch 19 Zoll große Reifen. Wir speichern und starten den Inspektionsmodus, indem wir auf die Schaltfläche Inspektion starten klicken. Jetzt wählen wir das Produkt Sportwagen.
Anschließend wählen wir unter Motor die Ausprägung XZ5. M-Sales macht unseren Konfigurationsschritt rückgängig, da er nicht mit unserer Regelwelt vereinbar ist. Wir wechseln nun in M-Model und klicken in der Sicht Inspektion auf die Schaltfläche Aktuelle Konfiguration inspizieren. Der Widerspruchsbericht klärt uns über den logischen Fehler auf und zeigt die involvierten Elemente. Der Inspektionsmodus prüft nicht nur fehlerhafte Konfigurationen, sondern auch gültige Konfigurationen. Um den logischen Fehler vom vorherigen Schritt zu vermeiden, löschen wir die Regel, die die Kombination des XZ5-Motors mit 19 Zoll großen Reifen verbietet. Anschließend laden wir unseren Arbeitsbereich erneut mit Hilfe des Inspektionsmodus hoch. Wir wählen in unserem Produkt den Motor XZ5. Nun wechseln wir in M-Model und inspizieren unsere Konfiguration erneut. Wenn wir nun das Produkt Sportwagen in der Sicht Inspektion aufklappen, werden uns alle Merkmale gezeigt, die in Verbindung mit unserem Produkt stehen. Die grün markierten Elemente sind die Elemente, die gewählt oder gesetzt wurden. Die blau markierten Elemente sind die Elemente, die aktiviert wurden. Wenn ein Element nicht mit einer farblichen Markierung versehen wurde, wurde das Element zwar aktiviert, jedoch nicht gewählt. Fassen wir zusammen, was wir in diesem Tutorial gelernt haben. Wir haben mithilfe des Inspektionsmodus logische Fehler identifiziert, die ein Hochladen des Arbeitsbereichs nicht verhindern. Diese logischen Fehler werden durch Regeln verursacht, deren Inhalte mit Inhalten anderer Regeln kollidieren und somit Widersprüche verursachen. Der Inspektionsmodus liefert in M-Model alle nötigen Details, um die logischen Fehler zu finden und zu beseitigen. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, mithilfe des Inspektionsmodus eine gültige Konfiguration zu analysieren. Durch farbliche Markierungen in M-Model kennzeichnet der Inspektionsmodus alle Regeln und Elemente, die in der Konfiguration zum Tragen kamen. Wir sind somit am Ende des Tutorials angelangt. Weitere nützliche Informationen finden Sie in unserem Hilfeportal unter hilfe.cas-merlin.de. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Ausprobieren dieses nützlichen Features. Bis zum nächsten Tutorial.